Nachdem wir im letzten Video mit dem Ilara Valley und dem Güsseljurt schon 2 erste Highlights von Kappadokien erkundet haben, haben wir uns entschieden, zuerst mal einen Umweg über den Aladalar Nationalpark zu machen, da die Heissluftballone in Göreme wegen dem landesweiten Lockdown erst in 10 Tagen wieder unterwegs sind. Ja, wir sind uns hier am draufgefahren. Vor einer Stunde sind wir in Güsseljurt losgefahren. Das ist dort unten, das sind noch die letzten Häuser. Ja, jetzt geht es zuerst mal 300 Höhenmeter rauf. Und es ist kühl geworden. Es ist heute Höchsttemperatur 15 Grad, in der Nacht war es 2 Grad. Und es geht einen mega bissigen, kühlen Wind. Darum auch hier das sexy Stirnband. Ja, wir sind hier bei der Kiskilise, eine der ältesten Kirchen in Kappadokien. Das ist aus dem 5. und 6. Jahrhundert und hat halt eine sehr spezielle Lage hier in diesem Tal hinten. Ja, wir machen die Mittagspause. Es gibt unser Lieblingsbrot vom Bäck in Güsseljurt und feinen Käse. Und ein bisschen Früchte, die wir heute gefunden haben. Sommerfrüchte, die jetzt schon reif sind, hier im Mai. Genau. Und wir sind doch recht in den Bergen. Wir haben jetzt entschieden, dass wir die anstrengenden Etappen machen wollen, die mit mehr Höhenmeter, wo wir über 2100 Meter raufkommen. Aber es hat uns einfach gut angemacht, die Gegend hier. Also eigentlich der Dario. Ja, ich bin schuld. Er ist schuld. Mal schauen, wie anstrengend das noch wird. Geschafft auf 2130 Meter über Meer. Ziemlich einsam da oben. Und der Dario hat Schnee gefunden. Ja, guten Morgen zusammen. Wir haben hier geschlafen, recht gut eigentlich, obwohl es recht kalt geworden ist in der Nacht. Und ich will hier nicht vorenthalten, wo wir gezeltet haben. Wir sind hier im Eski Gümüşler Monastery. Und da haben sie einfach aus dem Felsen raus haben sie da den Innenhof rausgehauen und sind da auf verschiedensten Ebenen hat es da noch so gewisse Felsräume, Killen und weiss nicht was mit Fresken. Aber leider ist das erste Mal, wo wir an so einer Sehenswürdigkeit sind und die wegen der Pandemie geschlossen hat. So schade. Jetzt müssen wir es halt von oben anschauen.
Ja, nachdem das heute nicht geworden ist mit dem Besuch vom Eschki Gümüşler Monasteri, haben wir uns spontan entschlossen, doch noch Richtung Aladalar Berge zu gehen, Richtung Nationalpark. Aber erst morgen, weil wir einen so einen schönen Campingspot gefunden, dass wir gedacht haben, heute kommen wir ein bisschen früher an, haben jetzt auch schon gegessen und es hat immer noch Sonne. Und es ist einfach so schön da. Ja, Ja, und eine eigene Feuerstelle, wo wir nachher vielleicht ein Feuerchen machen wollen. Jetzt sind wir am Überlegen, wo wir das Zelt einstellen. genau, das Einzige, was noch fehlt, ist das Zelt. Ja, jetzt ist 9:30 und wir sind langsam bereit zum Gehen. Alles packt. Wir haben gestern spontan entschieden, dass wir in Aladalar Nationalpark gehen. Bekannt vor allem für Kletterer, was wir immer noch nicht sind. Ja. Aber wir haben trotzdem Lust auf die Berge, auf die schöne Natur. Wir gehen einfach ein bisschen wandern und schauen, wie lange wir Lust haben, weil Genau. das Wetter bleibt trocken und sieht schön aus die nächsten Tage. Es ist ein bisschen wärmer jetzt wieder, wie man sieht. Aber es heisst natürlich aufwärts fahren, logisch. Ja, Das Dilemma mit der Bergetappe halt. genau. Ja, wir haben hier ein Bungalow genommen. Im Aladalar Nationalpark. Das ist mega schön. Und das ist die Aussicht in die Berge rauf. Hi. Früh übt sich alles wird überklettert. Das Dalmatinerbüsi. Ja, unsere Velos sind gepackt. Wir verlassen den Aladalar Camping. Und jetzt geht es weiter in die Natur. Es geht weiter in die Berge rauf, ins Emily Valley. Und dort soll es einen Platz geben, wo wir gemütlich zelten können, was Wasser hat und viel Natur. Gehen wir schauen? Ja. Los geht's! Ja, wie man sieht, sind wir angekommen im Aladalar Camping. Nationalpark, da haben wir jetzt also das Zelt aufgestellt. Vorher war hier eine türkische Familie am Grillen, die uns noch Tee gegeben hat. Und Früchte, wirklich mega nett. Ja, und wir haben gedacht, wir bleiben jetzt hier 3 Nächte, weil da hat es ein Duschhäuschen und Frischwasser hat es auch. Also von dem her ja, sind wir eigentlich gut versorgt. Ja, eben dort hinten eine deutsche Familie und die haben uns jetzt zur Nacht noch eingeladen. Sie sind auch Radbegeisterte, also er und sie sind beide schon früher einmal mit dem Velo unterwegs in der Welt. Und er ist Schriftsteller und hat ein Buch über Barfußwandern in den Alpen geschrieben. Genau. Ja, und jetzt lernen wir die beiden noch ein bisschen besser kennen. Sehr sympathisch. Ja, nach etwa 2,5 Stunden auflaufen sind wir da oben, auf über 2'500 Meter oben. Auf einem Hochplateau, wo wir uns irgendwie grösser und geräter vorgestellt haben. Jetzt hier oben schauen, ist nicht so riesig. Aber wir haben frisches Bergwasser. Genau, eine Quelle. Und ja, jetzt geht es da hinten um die Ecke und dann oben runter ins Emily Valley runter. Dann suchen wir uns einen windgeschützten Ort zum Mittagspause machen. Genau. Think of a place I would go
Ja, guten Tag zusammen. Heute gehen wir nochmal wandern, aber nur wenig im Vergleich zu gestern. Wir machen eine kurze Tour. Wir haben vor, hier rauf zu gehen, hier hinter dem Berg hinten durch und dann hier wieder oben runterkommen. Mal schauen, ob wir das Ganze machen oder ob wir auch irgendwo umkehren. Ja, heute haben wir es ein bisschen gemütlicher angegangen. Wir haben das gestern, glaube ich, ein bisschen übernommen, sind über 7 Stunden unterwegs gewesen. Ja, das ist unser Wanderweg. Wir haben nicht einen guten Weg gefunden. Ja, wir haben es wieder gemütlich nehmen heute. Ist irgendwie nicht ganz gegangen. Ah, und da vorne wartet noch Schnee auf uns. Juhu! Ich kann noch ein Leiden. Ja, kalt ist es. So, letzter Tag im Aladala Nationalpark. Heute geht es weiter und wir verabschieden uns von unseren neuen Freunden. Die mal Hallo sagen. Hallo! Ja. Danke. Alles Gute. Es war ganz schön, euch zu treffen. Ja, gleichfalls. Ja, das ist toll, euch zu treffen. Ja. Martel und Sophie haben uns netterweise eingeladen zum Abendessen und gestern waren wir gemütlich am Feuer zusammen. Ja, und für die geht es jetzt weiter. Noch ein bisschen durch die Türkei. Genau, wir haben noch 3 Wochen und reisen noch ein bisschen rum mit dem Bus und mit dem Zelt. Und mit den Rädern hinten drauf, gell? Die Räder hinten drauf, genau. Und wir sind ganz neidisch, dass ihr nur mit den Rädern unterwegs seid. Ja, die beiden sind eigentlich auch voll die Abenteurer. Haben schon wahnsinnig viel gesehen, viel mehr als wir. Oh, if you knew what it meant to me. Oh, if you knew what it meant to me. You would sing too. Ooh, 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 ooh. Oh, the unspeakable things. Jetzt geht es noch mit Klettern weiter. Das kennen wir von gestern irgendwie. It's land I can see for miles, with only the wind whispering. Land I can see for miles, with only the wind whispering. Oh, land I can see for miles, with only the wind whispering. Oh, I'd run as fast as I can. The land I can see for miles. Oh, Der Canyon, wo wir vorher unten waren, ist hier hinten. Und man würde nicht denken, dass es hier von dieser Hochebene nachher plötzlich so durchgeht und man so weit hinterher laufen kann. meant to me. Oh, if you knew what it meant to me. Oh, if you knew what it meant to me. Ja, wir verlassen den Aladala Nationalpark. Wir sind auf dem gleichen Weg, wo wir schon mal raufgekraxelt sind wir jetzt am Runterfahren. Vorher haben wir 50 Kilometer drauf gemacht, über 300 Höhenmeter. Ja, aber jetzt geniessen wir die Abfahrt.
Ja, wir sind hier 6 Kilometer vor unserem Tagesziel, im Sogandli Valley. Das ist eines der Highlights von Lonely Planet. Aber ja, schaut euch die Straße an. Ich glaube, wir haben nicht den Hauptzugang zu diesem Ort verwünscht. Bazı sabahlar uyandım, kayıp haldeyim. Sanırsın gölgeyim, ayaktayken yerdeyim. Ne bileyim, ne bileyim. Herkes işinde, bin bir dilek peşinde. Ben mi tövbeliyim, tövbe tövbeliyim. Ne bileyim, ne bileyim. Nefes aldım, nefes verdim, buradayım, pes etmem yok. So, wir haben Nacht gegessen und jetzt kommen wir hinter dem lauschigen Restaurant da, wo auf verschiedenen Ebenen überall Tisch hat und Hängematten. Unser Zelt kostenlos aufstellen und da übernachten. Ja, bei dem Restaurant, wo wir gestern unser Zelt unten am Fluss aufstellen, werden wir jetzt richtig verwöhnt. Wir haben nämlich die Möglichkeit, hier zum Morgen zu essen. Ja, und schauen uns mal an, was alles gekommen ist. Das ist genial. Wir haben Sucuk Veju Murta, also Wurst und Käse, Wurst und Ei für den Dario und Misspfännli Ja. mit Tomaten, Menemen. Paprika, genau Menemen, die der Dario nicht kann essen wegen der Tomaten. Und natürlich die üblichen Gurken, Tomaten, Käse, Confine und frisch backes heißes Brot. Und noch ein Chai. Ganz viel Chai. Ja. Und jetzt kommen noch Pommes frites, weil in der Türkei ist es üblich, dass man auch zum Frühstück Pommes frites isst. Ja. Wir haben zwar zuerst gefunden, das machen sie nur für Touristen, aber das wird, glaube ich, wirklich auch von den Türken selber so gegessen. Für uns eher ungewohnt. So, wir können netterweise unsere Velos und unser ganzes Gepäck hier lassen, da wo wir übernachtet haben. Und wir gehen jetzt Sogandli Valley entdecken. Das haben die Römer früher als Nekropole gebraucht und dann später die Byzantiner haben hier Felsenkillen reingebaut. Es ist nicht so bekannt wie das Illara Valley oder wie andere Orte, weil wir nähern uns ja nur langsam am touristischen Highlight von Kappadokien an, nämlich Göreme und der Umgebung. Göreme selber ist noch 90 Kilometer entfernt. Also eigentlich eine Tagesetappe, aber wir nehmen uns 2 bis 3 Tage Zeit, weil unterwegs gibt es noch so viel zum Anschauen. Und ja, jetzt wird es ein bisschen Sightseeing geben die nächsten Tage. Und wir fangen an jetzt heute mit dem Sogandli Valley und den ersten Killen. Ja, da vorne haben wir die erste Kille. Kupulu Kilisi auf Türkisch. The Dome Church. Dome Church, yes. Ja, sehr speziell. Je weiter man sich entfernt, umso mehr sieht man eigentlich die Form von dem Ganzen. Und umso mehr erinnert es auch an die Kirche, die man aus Armenien oder Georgien kennt. Von der Art her. Und es ist einmalig von der Architektur hier in Kappadokien jetzt an die Kirche, dass es wirklich zweistöckig ist. Und mit dem Dom noch oben drauf. Wow. Ich bin jetzt hier im unteren Teil der Kirche, im unteren Stockwerk. Jetzt sind ganz viele so Gänge, die da übergehen. Und jetzt bin ich hier in ein Loch runter und da hat es Steine runter. Da können wir hier hin. Und überall hat es so Gräber. Ja, und richtig klein im Vergleich zu dem hier wirkt jeder da. Das ist die versteckte Kille.
Es geht wirklich noch nichts aus von außen. Surreal alles. Ja, und jetzt ab in die kleine versteckte Kille. Aber es geht auch noch weiter. Ja, überraschend gross, die versteckte Kille. Ja, da haben wir jetzt noch einen Gang entdeckt, wo wir noch nicht wissen, was hingeht. Und den Dario kann ich nicht einfach ignorieren. Nein, da müssen wir durchschreiben. Mindestens. Wie viel ist das in Kappadokien? Keine Ahnung. Und wir sind noch nicht mal in der Untergrundstätte. Gar nicht so weit. So, jetzt vorne sind wir reingekommen. Das ist so ein... das ist eine coole Sache. Nein, das geht noch weiter. Das ist einfach ein kleiner Rundhof. Hat man sich verstecken können? Genau, wenn man Fahrdraht hat, hat man sich da hinten zurückgezogen. Ja, und jeder Felsen hat ein Loch oder ein Fenster drin. Völlig übergeht. Ja, all die kleinen Löcher hier, das sind eigentlich Taubenschläge. Da haben die Mönche früher schon Tauben gezüchtet. Aber wir haben bis jetzt noch keine einzige Taube gesehen hier in diesem ganzen Tal. Und es hat wirklich recht viele Orte so Taubenschläge. Ja, also wenn das Tal nicht so bekannt ist, wir finden, es lohnt sich definitiv, da in so Anli Valley runterzugehen. Das ist absolut spektakulär. Und es macht richtig Vorfreude auf das, was uns dann um Görime unten erwartet. Yep. Und nach unserem Besuch vom Soanli-Tal tauchen wir ab. Und zwar geht es unter die Erde. Wir besuchen 2 bekannte unterirdische Städte in Kappadokien, Derinkuyu und Kaimakli. Zwischen 10'000 und 30'000 Leute sollten hier unter der Erde gelebt haben. Und das sind nur 2 von insgesamt ca. 100 unterirdischen Städten, die es noch geben in Kappadokien. Ja, jetzt sieht auf dem Platz alles wieder offener aus als gestern. Wir sind jetzt einmal endlich während der Öffnungszeit bei der Sehenswürdigkeit. Und das heisst, wir haben wieder mal einen Saft bekommen. Ja. Haben wir schon ewig nicht mehr gesehen, sondern einen Stand mit frischem Saft. Ja, und was wir jetzt besuchen, ist eben Derinkuyu. Genau, Untergrundstadt. Eine von den, die am tiefsten runtergeht. Ja, bis zu 85 Meter sollte sie runtergehen. Ja, 8 Stockwerke. Ja, weil man hat die so gemacht, dass man das Grundwasser gekommen ist, darum sind die teilweise so tief gebaut worden. Unklar war ja, dass das existiert. Das ist nämlich durch einen reinen Zufall, ich glaube 1963 entdeckt worden, von einem Mann hier im Ort Derinkuyu, der ein Haus renovieren wollte und dann plötzlich eine Wand eingeschlagen hat und dort einen neuen Raum gesehen hat, der auf keinem Plan war. Und aus diesem Raum ist ein weiterer Gang gegangen und so weiter und so fort. Ja, ja, und aus dem hat es nachher einen Sensationsfund gegeben. genau. Ja, hier haben wir sogenannte Steintüren. Das ist einfach ein runder Stein, den wir vor die Öffnung schieben können. Von dieser Seite relativ einfach bedienbar, von der anderen Seite fast nicht zum Öffnen. Ich glaube, wir sind am tiefsten Punkt angelangt. Hier, Ventilationsschacht. Gemacht aus Derinkuyu. Ja, also wenn man nur eine anschauen kann, dann würde ich die empfehlen. Die ist viel spannender, stimmungsvoller. Schön gemacht mit dem weißen und dem orangen Licht. Wow, und grosszügig. Und grosszügiger, ja. Ab in Tunnel! Es ist der 20. Mai und für uns ist der heißeste Tag des Jahres bis jetzt. Wir haben 34 Grad. Die Sonne brennt und wir müssen das sehr stark gewöhnen, bei diesen Temperaturen wieder Velo zu fahren. Genau. Also gefühlt ist es sicher etwa 50 Grad.
Mindestens. Mindestens. Ja, ja, es ist brutal heiß. Zum Glück haben wir Rückenwind. Es ist nicht zu anstrengend. Die von euch, die unsere Reiseberichte auf der Webseite kennen, wissen vielleicht, dass wir uns in dieser Gegend immer wieder gefragt haben, was hinter diesen mysteriösen Türen steckt, die in einen Berg führen. Und jetzt lüften wir endlich das Geheimnis. Es ist ein Kartoffellager. Wer hätte es gedacht? Ein langer Tunnel führt tief in den Berg hinein und ganz viele Frauen und Männer sortieren bei kühlen Temperaturen Kartoffeln. Und überall lagern säckeweise Kartoffeln. Es war ein absolut eindrückliches Erlebnis für uns und so genial, dass wir dort die Möglichkeit haben, in den Berg hineinzuschauen. Ja, wir sind jetzt gerade hier über die Kante gekommen. Dann ist 10% abgegangen und schon haben wir die ersten Feenkamine wieder. Gerade total eine andere Landschaft. So übergeht, so speziell. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Ja, wir beenden den doch sehr abwechslungsreichen Tag mit einer Übernachtung in einem Höhlenzimmer. Mit Bad. Ja, Höhlen haben wir heute zwar genug gehabt, aber so wie es aussieht, gleich noch nicht ganz genug. Und wie fühlst du dich als Höhlenbewohner? Kann ich noch nicht sagen. Ich bewohne sie ja noch nicht. Sie sind erst eingezogen. Natürlich kein Fenster und kühl, aber nach 34 Grad, glaube ich, sehr angenehm eigentlich. Ja, es ist super angenehm. Ja, wir sind unterwegs im Klostertal in Mustafa Pascha. Es ist einiges kleiner als Ilara Valley oder Sogandhi Valley, aber auch hier hat es Felsenkillen. Aber leider verschlossen, weil es hat doch sehr wenig Besucher hier hinten. Die Kille hier hat sogar eine Hausnummer. 48. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Wir sind in Göreme. Gleich sind wir dort. Und die Landschaft wird immer spektakulärer. Und Göreme ist eines von diesen Etappenzielen unserer Reise, so wie Buchara oder Laos. Wir freuen uns sehr, dass wir es mit dem Velo bis auf Kappadokien geschafft haben. Und somit nehmen wir euch im nächsten Video mit ins touristische Herzen von Kappadokien nach Göreme und wir heben ab. 'Cause you keep me nice and you keep me warm. Wanna feel you on me. Can't wait to get back there again. Texas sun.